Der Zürichsee-Rundweg ist eine 130 Kilometer lange Wanderung, welche in 10 sehr abwechslungsreichen Etappen um den 12.000 Jahre alten Zürichsee herumführt. Die erste Etappe beginnt beim Bürkliplatz am Zürichsee und führt den Zürichsee entlang nach Wollishofen. Anschließend geht es hinüber zur Sihl, ins Sihltal und nach Adliswil. Die zweite Etappe führt von Adliswil der Sihl entlang bis zum Sihlwald. Durch den Sihlwald geht es anschließend zurück Richtung Zürichsee nach Horgen. Der Sihlwald ist der größte naturbelassene, zusammenhängende Laubmischwald im Mittelland. Seit 1996 wird der Wald nicht mehr bewirtschaftet, sondern sich überlassen und nur die Wege sicher gehalten. Er ist ein wichtiges Naherholungsgebiet der Stadt Zürich. Die dritte Etappe des Zürichsee-Rundweg führt von Horgen, dem See entlang, nach Richterswil. Ein Highlight dieser Etappe ist die Halbinsel Au mit ihrem Schloss, Park und Naturweiher. Die vierte Etappe führt von Richterswil nach Pfäffikon-Schwyz und ist auch als Bergetappe bekannt. Man legt fast 800 Höhenmeter zurück,
beim Aufstieg über die Schindellegi auf den Etzel und dem anschließenden Abstieg nach Pfäffikon-Schwyz. Belohnt wird man beim Aufstieg mit einem Blick auf den Zielsee und Richtung Einsiedeln und zoberst auf den Gipfel mit einem traumhaft schönen Blick auf den Zürichsee. Die 5. Etappe führt von Pfäffikon-Schwyz nach Schmerikon. Sie ist mit 23 Kilometern die längste Etappe des Zürichsee-Rundwegs. Zu Beginn geht es relativ flach und gemächlich den Zürichsee entlang und vorbei am Sportflugplatz. Es folgen Reben, ein Golfplatz und ein Waldabschnitt. Über Hügelketten geht der Weg weiter Richtung Lindkanal. Kurz nachdem man den Lindkanal überquert hat, erreicht man bereits Schmerikon im Kanton St. Gallen. Die 6. Etappe führt von Schmerikon nach Rapperswil. Sie ist mit nur gerade 70 Höhenmeter einer der flachsten Wanderungen des ganzen Rundwegs. Sie führt fast die ganze Zeit dem Ufer des Zürichsees entlang. Die 7. Etappe des Zürichsee-Rundwegs führt von Rapperswil nach Stäfa. Nach dem Schloss geht es hinauf in die Höhe. Hier hat man einen wunderbaren Ausblick auf den Zürichsee. Der Weg folgt in der Höhe der Hügelkette durch Naturschutzgebiete und Rebberge. Die 8. Etappe führt von Stäfa nach Meilen. Auch sie führt größtenteils wieder
in der Höhe. Je nach Wetter hat man auch hier einen traumhaften Ausblick auf den Zürichsee und erreicht gegen Ende der Wanderung ein Schloss mit Gartenweihern, bevor der Abstieg nach Meilen beginnt. Die 8. Etappe führt von Meilen nach Küsnacht in Zürich. Sie ist mit 8 Kilometern die kürzeste Etappe der 10 Etappen des Zürichsee-Rundwegs. Die 10. und letzte Etappe des Zürichsee-Rundwegs führt von Küsnacht in die Stadt Zürich. Sie zeigt den Übergang von der landwirtschaftlich genutzten offenen Fläche in die urbane Großstadt Zürich. Sie führt durch ein überraschend ruhiges Tobel zur Flaniermeile dem See entlang, zurück zum Bürkliplatz.